Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute unterwegs zu einem bezaubernden kleinen Ort mitten in Cape Breton Island und direkt am See Brador Lake. Wenn ihr erfahren möchtet, wo wir heute sind, dann bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen hier im Herzen von Cape Breton Island in einem wunderbaren kleinen Ort namens Beddek. Unser heutiger Ausflug führt uns hier in diesen Ort, den wir seit vielen, vielen Jahren kennen und wo wir regelmäßig zu finden sind. Dieser kleine Ort hat etwa 800 Einwohner, ist sehr touristisch geprägt. Es gibt hier verschiedene Hotels, es gibt Inns, es gibt Airbnbs, es gibt Bed and Breakfast. Ja, und wir sind jetzt gerade hier unten an der Waterfront und nehmen euch jetzt mit auf einen Spaziergang durch den Ort. Ja, für alle, die uns schon kennen, herzlich willkommen zurück. Für alle, die neu sind, mein Name ist Alexandra, hinter der Kamera ist mein Mann Mesh. Ja, und wir führen ein Landerschließungsunternehmen hier in Cape Breton Island und in unserer Freizeit zeigen wir euch, wo wir hier eigentlich sind und wie wir hier leben. Hier seht ihr einen der bekanntesten und berühmtesten Einwohner von Beddek, Alexander Graham Bell und seine Frau Mabel. Ja, Alexander Graham Bell, der Erfinder des Telefons, und was er sonst noch gemacht hat hier in Beddek, dazu später mehr. Beddek und Cape Breton Island im Allgemeinen ist ein sehr, sehr beliebtes Touristenziel. Und die Menschen kommen aus aller Welt per Flugzeug, mit dem Auto, aber auch in der Sommerzeit sehr viele mit dem Boot. Hier in Beddek gibt es nicht nur eine Marina, es gibt auch einen Yachtclub. Und da es in einer sehr geschützten Lage ist, kann man hier ganz wunderbar seine Urlaubstage auch auf dem Boot verbringen. Der See Brador Lake ist übrigens doppelt so groß wie der Bodensee und zählt zu dem UNESCO-Biosphärenreservat und er eignet sich hervorragend zum Segeln. Deshalb sieht man hier auch relativ viele Segelboote. Hier gibt es übrigens auch eine Segelschule. Hier sind gerade Kinder vorbeigekommen, die hier Segelkurs machen und ihre Schwimmwesten tragen. Ja, und im Hintergrund sieht man eine vorgelagerte Insel, die nennt sich Kidston Island. Da ist ein Leuchtturm und da hat es auch einen kleinen Strand und da kann man im Sommer hier mit einer Art Fähre, sprich mit kleinen Booten hier rüberfahren und sich einen schönen Tag am Strand machen. Ja, aber nicht nur für Segelboote, sondern auch für Motorboote ist es hier natürlich bestens geeignet. Und im Hintergrund sieht man beispielsweise die Carson, die bereits seit mehreren Tagen hier vor Ort liegt, und deren Besitzer hier offensichtlich Urlaub machen. Beddek hat aber auch einiges zu bieten. Es ist Ausgangspunkt, wenn man den Cabot Trail machen will, den man unbedingt fahren sollte. Apropos, war von euch schon mal jemand auf dem Cabot Trail? Ist denn schon mal jemand gefahren? Schreibt uns in die Kommentare, wann wart ihr hier? Wie hat es euch gefallen? Und es gibt ja auch einen Golfclub, den Bell Bay Golfclub hier in Beddek. Allerdings gibt es noch viele weitere Golfclubs hier in Cape Breton Island. Dafür sind wir nämlich auch bekannt hier. Also es gibt viel zu tun und Beddek ist hier natürlich eine wunderbare Ausgangsbasis dafür. So, wir sind jetzt hier gerade am Yachtclub. Hinter uns findet gerade der Segelkurs für die Kinder statt, die hier vorher fröhlich an uns vorbeigekommen sind. Man kann hier aber nicht nur segeln, es gibt hier auch die Möglichkeit, sich Kajaks oder Kanus auszuleihen. Stand-up-Paddleboards gibt es hier und man kann sich sogar einen Jetski ausleihen und hier diese Bucht auf eigene Faust erkunden. Und wir gucken jetzt gleich mal, wie das hier vorwärts geht mit den Kindern und ihrem Segelkurs. Ja, Beddek eignet sich durch seine Lage direkt am See natürlich nicht nur für den Wassersport, sondern es hat auch eine bezaubernde kleine Innenstadt. Nicht wirklich eine Fußgängerzone, aber eine nette Innenstadt, wo man ein bisschen flanieren kann. Es gibt hier super leckere Restaurants, es gibt kleine Straßencafés, es gibt eine Eisdiele, es gibt nette kleine Boutiquen, wo man einkaufen gehen kann. Und man kann hier einfach ein wenig auf und ab flanieren, was wir jetzt auch gleich tun werden. Beddek besticht aber auch durch seine
alten, charmanten, historischen Gebäude. Hier findet man noch ganz viele Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. So ist zum Beispiel eines ein Motel, das Telegraph House Motel, das ganz liebevoll restauriert wurde und heute ein wunderschönes Motel beherbergt. Aber auch das alte Gerichtsgebäude stammt noch aus dem 19. Jahrhundert. Es gibt eine Kirche und es gibt ein altes Backsteingebäude, das einem Nachfahren von Alexander Graham Bell gehört. Früher war dort mal eine Bücherei drin, es war ein Postamt drin. Ja, und heutzutage ist dort ein ganz charmanter kleiner Giftshop, ein Geschenkeladen mit drin. Also ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle hier in Bedeck. Wir machen jetzt erstmal Pause an diesem heißen Sommertag. Wir sitzen jetzt hier gerade im Linwood Inn, ganz gemütlich draußen auf der Terrasse. Hier geht ein laues Lüftchen. Wir sitzen hier im Schatten, lässt sich richtig gut aushalten. Und wir haben uns jetzt erst einmal was zum Essen bestellt. Mesh hat den Linwood Classic Burger mit Pommes und ich habe einen Wrap mit einem Caesar Salad. Und das genießen wir jetzt erst einmal, bevor es nachher weitergeht und wir euch noch ein bisschen mehr über Alexander Graham Bell erzählen. So, jetzt sind wir wieder richtig gestärkt. Das Essen war übrigens super lecker, können wir nur empfehlen. Ja, wer uns kennt, der weiß, dass wir gerne mal einen Kaffee trinken gehen. Und natürlich haben wir auch hier in Bedeck ein super schönes Café gefunden, wo es eben auch nicht nur Kaffee und Cappuccino und Espresso gibt, sondern auch Milchersatzprodukte. Also nicht nur Kuhmilch, sondern auch Sojamilch oder Hafermilch oder Mandelmilch. Ja, und hier trinken wir jetzt gerade noch lecker einen Cappuccino und essen zum Nachtisch noch einen leckeren selbstgebackenen Keks dazu, bevor es dann weitergeht zum Alexander Graham Bell Museum. Bleibt dran, gleich geht's weiter. So, jetzt kommen wir nochmal zurück auf Alexander Graham Bell. Ja, den wohl bekanntesten Einwohner hier von Bedeck. Und der ist so bekannt, dass er sogar sein eigenes Museum hier hat. 1885 war Alexander Graham Bell das erste Mal mit seiner Familie hier in Cape Breton Island und ihm hat Bedeck so gut gefallen, dass sie im Jahr darauf hier bereits mehrere Häuser errichtet haben. Er hat hier ein Labor gebaut, er hat eine Werft gebaut, da er begeisterter Bootsfahrer war und er hat dann später auch hier seine Leidenschaft für motorisierte Flugobjekte entdeckt. Und vieles davon kann man hier in diesem Museum auch entdecken und erleben. Es ist sehr interaktiv und es ist auch wieder für Familien mit Kindern absolut super geeignet. Das noch zum Abschluss über den Alexander Graham Bell und seine Leidenschaft auch zu Bedeck. Ja, wir hatten heute einen super schönen Tag in Bedeck. Wir haben es uns gut gehen lassen. Wir haben wieder vieles Neues gesehen, obwohl wir eigentlich regelmäßig hier sind. Ja, und wir werden auch hier weiterhin noch schöne Videos drehen. Wir wollen mal den Cabot Trail noch machen. Wir werden mit Sicherheit noch weitere Strände machen. Ein Strandvideo hatten wir ja bereits abgedreht. Wir werden noch das Fortress of Louisbourg besichtigen hier in Cape Breton Island. Aber wir werden sicherlich auch mal euch Halifax zeigen und was es sonst noch Schönes zu entdecken gibt hier in Nova Scotia. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr natürlich auch die weiteren Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert doch bitte einfach unseren Kanal, aktiviert die Glocke, dann seid ihr immer sofort informiert, wenn es was Neues gibt. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und hinterlasst uns doch einfach mal einen Kommentar. Wie hat euch Bedeck gefallen? Wart ihr schon mal hier? Was gibt es sonst noch, was euch vielleicht interessieren würde hier bei uns in Cape Breton Island? Was haltet ihr für sehenswert? Lasst uns einfach wissen, schreibt uns in die Kommentare. Das war's nun für heute. Wir sind nun frisch gestärkt und hatten einen schönen Tag und werden uns jetzt auf den Heimweg machen und grüßen euch bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Cape Breton Island von Alexandra und Mesh. Ciao, ciao!